Ja, Test Drive, der Release der Gold Edition, eine schöne kleine Katastrophe, was die Server angeht und so weiter. Ich habe bereits über 30 Spielstunden ohne Wartezeit jetzt gerechnet. Ich hatte irgendwie Glück, ich konnte spielen, ich habe die ganze Map erkundet, ich habe so ziemlich alles gemacht, was man machen kann aktuell im Spiel. Deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen drüber reden, weil die meisten sind halt hingegangen, ja, die Server funktionieren nicht, das sieht kacke aus und fertig. Ja. Ich werde da mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Natürlich werde ich jetzt nicht sagen, oh, Test Drive Best Game Ever und so. Ich werde den genauso auf die Finger hauen, wie ich sie loben werde an manchen Stellen. Vor allem gibt es da auch noch die Sache, dass irgendwer eine ziemliche Pinocchio-Nase hat. Da sind wohl ein paar ganz schön am Lügen, denn da gab es jetzt ein paar Unstimmigkeiten, die auch ein Moderator vor mir herausgefunden hat. Und ja, irgendwer lügt uns da auch ganz kackendreist direkt in die Fratze. Darauf gehen wir dann gleich auch nochmal ein. Aber ja, was kann ich denn sagen zunächst? Klar, die Server, da kann man sich nicht streiten, das ist einfach Fakt, das ist der allergrößte Rotz, aber was willst du machen, die hören ja nicht auf einen, ne? Always Online, MMO, Rennspiel, das passt in meinen Augen sowieso nicht zusammen. Es ist einfach wirklich eine Katastrophe gewesen. Anmeldung fehlgeschlagen, Proxy-Verbindung, irgendwelche, also so viele Fehlermeldungen, wie ich in dem Spiel bekommen habe jetzt in den letzten Tagen, habe ich noch nie gesehen, aber trotzdem konnte ich irgendwie die meiste Zeit spielen, also ich habe einfach Glück gehabt. Aber ja, die Sache mit diesem Always Online ist einfach traurig, ne? Es ist halt in meinen Augen völlig bescheuert, ein Spiel so aufzubauen, dass man es wirklich nur spielen kann, wenn die Server funktionieren. Vor allem, wenn man dann wie die jetzt das erste Mal so ein Open-World-Game macht und noch gar keine Erfahrung in dem Bereich hat. Mit diesem ganzen Servergedöns und so weiter. Und ja, dann gab es ja noch diese ganze Thematik, dass die ja darauf hingewiesen wurden, die ganzen Creator, hier Black Panther zum Beispiel, ist ja einer der größeren englischen Rennspiel-Creator. Der hatte auch gesagt damals, der war ja da bei dieser Eröffnungs-Gameplay-Showcase-Feier, was auch immer dabei. Und hat auch damals schon angesprochen, dass Always Online halt keine gute Idee ist. Und ja, was hat er dafür bekommen? Ja, Ghosting. Man hat mit ihm quasi nicht mehr wirklich zusammengearbeitet. Er hat auch keine Vorab-Vorschau bekommen und so weiter. Und ja, man hat ihn halt geghostet, weil man anscheinend seine Meinung nicht akzeptieren konnte. Dann haben sie halt, dieser Alex7 hat dann irgendwie tonnenweise Exklusiv-Content gehabt und hat da alles gemacht. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe gehört, er musste sich die Gold Edition trotzdem selber kaufen. Also ganz komische Sachen da auf jeden Fall. Ja, und was deutsche Creator angeht, da haben die ganz anscheinend auch gar keinen Bock. Ne, also ich kenne jetzt keine, der da irgendwelche Sonderrechte bekommen hat, großartig, und ich selbst habe auch mal geschaut, ob ich da mal was machen kann. Ich habe die angeschrieben und so weiter, da kam einfach gar nichts, null Reaktion. Ich glaube, eins meiner Videos wurde auf Discord da gepostet, das haben die einfach gelöscht. Ja, dürfen ja nur englischsprachige und bla, und ja, dann macht doch in dem deutschen Bereich, da gibt es ja einen Chat, den kleinen Bereich für deutsche Videos über Test Drive, aber ja, anscheinend kein Bock, und ja, spricht schon für sich. Ja, und dann kommt noch dazu, jetzt diese ganze Lügerei, ja, wir hatten ja jetzt keinen besonders großen Spielansturm. Wir hatten einen Steam Peak ungefähr von 5000 und selbst die Demo, die ja auch nur auf Steam lief, hatte gerade mal so einen Peak von knapp 4000 aufgerundet. So, jetzt haben die aber damals gepostet, wow, wir hatten 250.000 einzigartige Spieler in dem Test. Auf welchen Plattformen haben die nochmal gespielt? Ich weiß nicht, also es lief ja nur auf Steam, der Test, und Steam sagt auch Peak, ja, knapp 4000. Es kann schon sein, dass es mehr Spieler waren, die insgesamt gespielt haben, und ne, gleichzeitig waren halt nur diese 3.000, 4.000 online, aber die schreiben 250.000. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu keiner Zeit nicht mehr als 10.000 Spieler mal gab, die gleichzeitig online waren. Also ich glaube, entweder ist da bei Steam was falsch gelaufen oder die lügen uns da in der Hinsicht dreist in die Fresse und haben das nur gemacht, um irgendwie in einem besseren Licht dazustehen. Ja, so viele wollen unser Spiel, bla bla bla. Scheint mir irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, kommt mir nicht ganz realistisch vor, ganz ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist eigenartig, aber naja.
overall, wie gesagt, die Server spacken rum. Selbst heute, wo ich Material aufgenommen habe für das Video hier, einfach wieder, ich bin einmal raus, dachte so, oh, eine Kleinigkeit könnte ich doch noch aufnehmen. Ja, meinst du, ich komme wieder rein, wieder Verbindung zum Proxy. Also die haben auch mehrmals gesagt, ja, wir haben ja gepatcht, wir haben getan, wir haben gemacht. Alles läuft am Punkt. Gar nichts läuft da. Auch da, falsche Versprechungen, leeres Geblubber. Weißt du, die erzählen, ja, wir haben es hingekriegt. Ja, klar, 1 Minute hat es geklappt, dann war wieder Feierabend. Also es war immer wieder so durchsetzt. Es gab Peakzeiten, da war es wirklich gut, da ging wirklich alles. Aber es hat wirklich nie lange gedauert, dann fing er wieder an Zeitüberschreitung, Login-Fehler, Lobby-Fehler, Rennserver-Fehler, Anmeldefehler, Proxy-Fehler, ach, leck mich doch am Sack-Fehler. Also wirklich katastrophal. Und ja, wenn man es nicht hinkriegt, soll man sagen, jo Leute, wir haben hier gerade Schwierigkeiten, wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet auf den Release, wir haben mit den Zahlen gelogen von wegen 250.000, weil, ja, wieso kriegen die keine 5.000 Spieler gemanagt, ne? Ich meine, lasse 20.000 insgesamt sein, wenn du die Konsolen mitnimmst, aber glaube ich auch nicht dran. Und ja, also in Sachen Server absolute Katastrophe, da gibt es absolut null Lob von mir und ekelhaft. Aber gehen wir jetzt mal Richtung Spiel. Das mit den Servern ist ja schon belastend genug. Und gucken das Spiel mal genauer an, weil jetzt einfach nur zu sagen, ja, lasst die Finger von Death Drive, ist alles nur ein Cash-Grab, die Entwickler bla. Ich meine, die Entwickler, die können ja auch nichts dafür. Der Publisher ist halt auch größtenteils verantwortlich für die Finanzen da und Server und bla bla bla. Aber ja, jetzt kann man nicht sagen, Server, oh ja, das war bestimmt alles nur Scam und so. Das ist, glaube ich, ganz trashig dahergeredet, weil ich glaube schon, dass die es ernst meinen mit dem Spiel, sich aber einfach maximal übernommen haben mit so einem massiven Open-World-Titel, ne? Dafür, dass sie vorher nur so Closed Tracks gemacht haben mit ihren Rallye-Spielen und so weiter. Also ist schon ein ganz schöner Sprung. Aber ja, wir gehen jetzt mal auf ein paar Dinge im Spiel ein, die ich persönlich auch ziemlich geil finde. Ein paar Sachen natürlich, die auch nicht so gut sind. Aber ja, ich wollte jetzt nicht nur sagen, ja, Serverkacke, Spielkacke, das ist wirklich, ja, nee, lass mal stecken. Also wie gesagt, 30 Stunden Spielzeit, ich glaube, ich kann da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, die erste Sache, worauf auch immer viele rumhacken, ist die Grafik. Ja, also ich persönlich muss sagen, auf absoluten Maximaleinstellungen sieht das Spiel echt heftig aus. Aber ich habe jetzt nicht auf Maximaleinstellungen aufgenommen und auch gar nicht auf der höchsten Auflösung, weil, ja, das ist jetzt von meiner Seite ein Problem. Ich habe halt einen dicken Rechner, aber noch keine Monitore. Die muss ich mir erst noch besorgen. Ich habe noch die alten Monitore, die nur 1080p maximal schaffen. Das ist halt mein Problem, deswegen sieht die Aufnahme jetzt auch nicht auf, ja, die ist jetzt nicht auf maximaler Grafik. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich komplett fein bin mit der Grafik. Es gibt halt Probleme zum Beispiel mit den Spiegelungen. Die Reflexionen sind teilweise, ja, die sind ziemlich matschig, ne, und nicht hochauflösend, also ganz, ganz komisch. Und dazu kommt dann halt gleichzeitig die Performance an sich. Also du hast einen dicken Rechner, aber die Grafikkarte zum Beispiel ist auf Ultra-Settings sehr ausgelastet. Ich habe jetzt hier eine 4070 Ti drin und die lief so bei 90% teilweise auf Ultra-Einstellungen. Das ist schon mächtig und ja, zusammen mit einer OBS-Aufnahme und so kommt dann halt auch mal ein bisschen das Bild nicht mehr ganz so scharf an bei mir. Also ich muss schon sagen, das Spiel fordert den Rechner, obwohl er so stark ist, schon so sehr, dass es Stream oder Aufnehmen ein bisschen schwieriger wird für mich dann, weil es halt noch nicht optimiert ist. Aber gut, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die optimalen Einstellungen, wie gesagt 1080p, also da muss man jetzt ein bisschen verzeihen, bei meinen Aufnahmen zumindest. Aber ansonsten, die meisten Fahrzeugmodelle sind gut, viele sind aber immer noch schmockig, wie ich jetzt schon in der Demo gesagt habe, weil sie einfach aus TDO 2 rübergenommen wurden. Aber die Atmosphäre an sich, die Beleuchtung, wenn alles richtig eingestellt ist, auch so je nach Tageszeit. Nachts sieht es meistens sowieso ganz gut aus. Morgens und abends sieht es auch sehr, sehr schön aus, auch wenn ihr in den Bergen seid, wie das Licht so durch die Bäume flimmert und alles. Oder wenn es leicht diesig, sprich nebelig ist und so weiter. Also ich finde, das Spiel macht eine sehr gute Figur fürs Erste, was die Grafik angeht. Kann aber auf jeden Fall noch poliert und vor allem optimiert werden. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber für das, was sie jetzt erstmal geschaffen haben, dafür, dass sie kein AAA-Titel sind, muss man schon sagen, Hut ab, nicht schlecht, kann besser, wird wahrscheinlich auch noch besser, ne? Und ja, jetzt Vergleiche, The Crew oder
Forza, ja, die sehen halt krass aus und die haben halt auch viel mehr Vorlaufzeit, die sind halt viel weiter in ihrer Entwicklung, haben wahrscheinlich auch viel größere Teams und so weiter. Und die sehen halt besser aus, kann man nicht sagen. Anders, aber du hast hier auch eine ganz andere Atmosphäre, ne, mit der Großstadt und so weiter. Und ja, da würde ich sagen, so viel zum Thema Grafik. Also ich bin fein mit der Grafik, lässt sich bestimmt noch in Zukunft ein bisschen optimieren. Vor allem die Spiegelung müssen sie im Griff kriegen. Ich glaube, damit würden sie sich selbst schon so einen ganz großen Gefallen tun. Ich meine, gut, bei den Häusern ich würde es persönlich noch verzeihen, weil das ist halt eine Großstadt, da spiegelt halt alles Mögliche. Da rauchen die halt auch irgendwann die Rechner ab, denke ich mal, aber zumindest was auf der Straße so und vor allem auf dem Auto an Spiegelung abgeht, das sollten sie dann wenigstens irgendwie in den Griff kriegen. Ansonsten, finde ich, haben sie da schon eine sehr gute Atmosphäre hingekriegt. Auch der Regen sieht sehr schön aus, von Regentropfen her und so weiter. Jetzt in der Aufnahme wahrscheinlich eher weniger, wobei da gerade sowieso nicht regnet. Aber ja, gehen wir mal weiter zur nächsten Thematik. Das zweite, was natürlich sehr interessant bei solchen Spielen ist die Fahrphysik und das Handling halt von den Autos. Und ich muss sagen, die haben ein großes Problem zunächst, und zwar der Lenkeinschlag, ne? Also ich weiß nicht, ob das so komplett eingeschlagen ist, aber die Dinger haben einen Wendekreis wie ein Schiff oder ein LKW und das verstehe ich halt nicht. Also das spürst du halt teilweise auch in den Rennen. Manchmal lenken die sofort ein, komplett, oder manchmal musst du mit der Handbremse nachhelfen. Manchmal wirkt es so, als wenn das ABS gar nicht packt und du bremst und willst nach rechts abbiegen irgendwie, aber fährst geradeaus so, als wenn dein ABS deaktiviert wäre. Also manchmal mit den Fahrhilfen spackt es da echt rum teilweise, auch Traktionskontrolle. Manche Autos scheinen so viel Bums zu haben, dass da nicht mal mehr die Traktionskontrolle richtig greift. Und ja, da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Overall muss ich sagen, ist das Handling ein tolles Handling. Mir gefällt es sehr. Es ist nicht so ultra arcade-lastig wie so Crew, aber jetzt auch nicht so Richtung Simcade wie ein Forza Horizon und ja, Gran Turismo oder Motorsport sowieso nicht. Aber es ist so ein Handling, was in Richtung Horizon geht. Es fühlt sich realistisch an teilweise. Wie gesagt, die Kamera spielt aber auch noch eine wichtige Rolle. Ne, so wie das dann aussieht, wenn du da fährst, aber daran arbeiten sie ja, da wollen sie ja doch was bringen, dass man die Kamera ein bisschen dynamischer macht und auch selber teilweise, einstellen kann. Ich habe meinen Schreibtisch gerammt. Aber ich finde, man kann gut driften, wenn man erstmal ein bisschen gespielt hat und die Autos so ein bisschen versteht. Da kann man echt gute Drifts kombinieren und so weiter. Ich habe jetzt noch keinen Drifter gebaut, aber eins ist auch klar, Allrad ist hier das Ding überhaupt. Also Allradfahrzeuge sind hier absolute Meta. Vor allem haben die meisten Fahrzeugklassen auch nur 1-2 Meter Autos allgemein. Also in Allrounder zum Beispiel oder Alltagsklasse ist es der Audi TT. Bei den Offroadern ist es zum Beispiel der Buggy. Und ja, das ist natürlich kritisch. Fand ich schon immer doof mit dem Offroad-Gedöns. Ja, Tuning-mäßig muss ich mal gucken, ob ich das noch reingeschnitten kriege, weil ich mich momentan wieder nicht einloggen kann. So viel zu dem Thema. Feintuning ist auf jeden Fall vorhanden. Ihr könnt ein paar voreingestellte Settings machen, aber ihr könnt auch ganz in die Feinabstimmung rein, wie man es aus Forza kennt. Also da ist alles möglich. Ist ein bisschen versteckt im Menü. Ihr müsst quasi ein neues Fahrverhalten anlegen da. Ne, es gibt halt dieses Feintuning-Menü. Da könnt ihr irgendwie eine Voreinstellung auswählen. Da könnt ihr aber auch eine neue anlegen. Und da gibt es dann individual, könnt ihr alles einstellen und dann kann man per X-Knopfdruck, whatever, kommst du dann in die ganz feinen Abstimmungen. Ist halt wirklich ein bisschen doof versteckt, aber es ist möglich und overall würde ich sagen, das Handling ist okay, kann man mitarbeiten, ist auf jeden Fall gut gelungen. Bisschen verbesserungswürdig, wie gesagt, beim Einlenken teilweise, Wendekreis und so weiter, beim direkten Ansprechverhalten, aber ansonsten top. Kommen wir mal zum Map-Design, da scheinen sich scheinbar auch so ein bisschen die Geister. Ich persönlich finde, das ist eine der geilsten Maps, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Natürlich ist die jetzt nicht so super abwechslungsreich wie so eine Horizon-Map, wobei ich sagen muss, die ist mittlerweile auch echt abgestumpft und langweilig. Was ich jetzt aber meine ist, du hast hier halt nicht eine Wüste, einen Dschungel und was weiß ich, alles so ein bisschen durchgemischt. Es ist halt Hongkong Island. Und ich sag mal so, hier gibt es sehr viele Hotspots. Hier zum Beispiel fahren wir gerade durch, sehr schön gemacht mit den Lämpchen überall, diese Häuser, diese ganze Architektur und so weiter, diese Vegetation drumherum, also eine zum Beispiel schöne Gegend.
Und ja, die Natur sieht natürlich größtenteils gleich aus, aber ja, es ist halt so. Was sollen sie da machen? Sollen sie da eine Wüste hin erfinden oder vielleicht noch einen ausgebrochenen Vulkan oder so? Natürlich ist sowas cool, sage ich gar nicht, aber ist halt auch ein bisschen Science Fiction, könnte man fast schon sagen, ne? Und ja, die haben halt hier Hongkong als Vorbild genommen und sich da sehr akribisch teilweise dran gehalten. Die Details sind sehr extrem, überall hast du halt Lämpchen, Bänke, so. Also es sieht sehr schön aus, man denkt sich teilweise, wow, da würde ich gerne wohnen, wenn du zum Beispiel, wie gesagt, diesen Bereich hier siehst. Das einzige Problem, was das hier hat, ist halt, ja, es wirkt ein bisschen leblos, weil kaum Passanten da sind und so weiter. Ich meine, Passanten laufen so nicht rum, aber ja. Wir gehen jetzt mal in die Stadt. So, das ist ja so ein Ding, da haben jetzt auch ein paar Kollegen schon mal hier und da bewertet, dass es ein bisschen leblos wirkt und eintönig. Ja, bin ich teilweise dabei. Leblos wirkt es auf jeden Fall, weil es halt keine Passanten gibt, wie jetzt zum Beispiel in Unbound oder The Crew 2, die da irgendwie zur Seite springen oder so. Natürlich erfordert sowas auch viel Rechenpower und ist nicht eben hingeklatscht. Das muss man natürlich bedenken. Und Hongkong, ne, da müssten theoretisch sehr viele Leute eigentlich sein, aber ja, ob sowas in Zukunft noch kommt, müssen wir mal abwarten, was diese Lebendigkeit angeht. Auch der Verkehr ist halt nicht so, wie man es erwarten würde in Hongkong. Ich meine, da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein mit der Aussage, will man denn wirklich super viel Verkehr? Weil ihr müsst ja bedenken, dann kommt auch nicht mehr so gut da durch. Ne, es gibt ja auch Mods wie Nohesi zum Beispiel für Assetto Corsa, da macht es ja mega Spaß, ne, diese Autobahn zu fahren und die ganze Zeit den Verkehr ausweichen und so weiter, aber das ist ja direkt darauf ausgelegt und das willst du halt auch nicht die ganze Zeit haben, glaube ich. Vor allem im Rennen kracht es dann ganz komplett, ne, aber sagen wir mal so, im Groben vom Design an sich ist die Stadt halt, ja, sie ist halt groß, sie ist halt eine Großstadt und sie wirkt an vielen Ecken irgendwo gleich natürlich, wenn man da durchballert, aber was erwartet man? Es ist halt ein Betondschungel, da kommen dir halt keine bunten Papageien entgegengeflogen und so weiter und ich meine, die Stadt ist schon sehr bunt durch die ganzen Neonlichter und so weiter und ja, ich bin da einfach mal durchgecruised, habe mich ein bisschen umgeschaut und muss sagen, die sieht halt wirklich nicht überall gleich aus. Sie hat überall ihre kleinen Highlights. Man muss sich die Map, wenn ihr sie selbst erkunden werdet, um die Straße und so weiter freizuschalten, werdet ihr sehen, was ich meine. Es gibt sehr viele versteckte, schöne Ecken, kleine Parks, Gassen oder ne, einfach so kleine V-Teile da, die irgendwelche Straßenteile, wo einfach Parkbänke sind und so weiter, mit Begrünung, mit Bäumen und so weiter. Da sind überall so kleine Highlights und so. Es sind also nicht einfach nur alles tote, graue Häuser und ein paar Neonschilder. Ja, da sind teilweise wirklich sehr viele Details überall drin und auch an sich sehr viel Stuff, der da rumsteht, den sie da platziert haben und so. Also ja, es ist nicht die super vielfältigste Map, aber so wie die umgesetzt ist, was sie macht und was den Fahrspaß angeht, finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Map. Vor allem auch mal eine sehr tolle Abwechslung zu den Vorgängern. Ich meine, gut, The Crew 2 brauchen wir nicht beachten, die hat halt alles. Ne, es ist nur grafisch halt ein Totalschaden heutzutage natürlich gesehen. Motorfest sieht gut aus, ne, ist aber auch jetzt nicht so, ja, neu, sag ich mal. Ne? Aber trotzdem, ne, ich meine, Motorfest-Map gefällt mir noch besser als die Horizon Mexico-Map. Aber ja, es ist halt endlich mal Großstadt, was sich ja viele auch wünschen. Ne? Horizon-Beispiel, da werden in Wetlabs ständig Städte gebaut, weil alle sich solche Städte zurückwünschen, endlich mal. Ne? Weil immer nur auf dem Land rumgeiern, ein paar Wiesen links und rechts ist halt auch langweilig auf Dauer. Ne? Hier hast du halt wirklich diese riesige Stadt, du hast fette Küstenstraßen, du hast die Bergstraßen, du hast Offroad, sehr, sehr viele geheime Wege, auch die gar nicht eingezeichnet sind auf der Karte zum Erkunden. Und ja, also ich finde sie overall ziemlich cool, die Map, ne? Und muss auch einfach mal sagen, die Map-Designer müssen da echt viel Arbeit reingesteckt haben, weil wirklich, da gibt es auch Offroad, überall kleine Seen, Teiche, irgendwelche Rohrsysteme und so, was ich da alles entdeckt habe mittlerweile. Also ich finde die Map okay, ist wirklich sehr toll. Auch die Parkhäuser, die du da hast, also ich könnte da noch stundenlang reden, was ich da alles gesehen habe, wirklich. Die hat wirklich ihre Highlights, ne? Dann kommen da noch Hafenanlagen dazu und alles. Also ich finde die Map top und muss sagen, big Props an die Map-Designer. Das muss echt richtig viel Arbeit gewesen sein, das so hinzukriegen. Ich meine, die größeren Landflächen ist klar, da sind wahrscheinlich mit so einem Cursor rüber geflogen, der alles voll Vegetation gemacht hat, aber trotzdem wurde sehr viel Detailarbeit reingesteckt.
in den hintersten Ecken teilweise stehen kleine Gimmicks und so weiter, damit das nicht leer aussieht. Teilweise musste ich darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht sogar übertrieben ist und der Performance schadet, dass da überall so viel Stuff rumsteht, den du auch noch wegrammen kannst und so. Aber ja, also über die Map kann man nichts sagen. Es ist halt eine Großstadt, dafür haben sie es sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich persönlich. Und wenn man die Grafik in Zukunft auch noch poliert kriegt, sieht dann wahrscheinlich auch noch alles viel besser aus. Also ich würde da jetzt keinen Minuspunkt geben. Für mich ein klarer Pluspunkt die Map. Endlich mal was anderes. Und Props an die Map-Designer. Und da kommen wir direkt nochmal zu anderen Ehrenmännern. Wirklich, wem man hier in diesem Spiel auch eine Krone aufsetzen darf. Und das stellt meiner Meinung nach auch alle anderen Spiele aktuell, fast alle, zumindest in den Schatten, ist der Sounddesigner-Dude. Alter Schwede, was hat der da hingehauen? Oder die wahrscheinlich. Also die Sounds in dem Game, ne? Huchala. Ich kann jetzt natürlich nicht alles so genau wiedergeben und zeigen, wie ich es jetzt erlebt habe in diesen über 30 Stunden Spielzeit, weil es gibt halt sehr viele, ich versuche das einfach mal zu erklären, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Sounddesign in diesem Game. Also diese Map ist vom Sound her sehr interaktiv, ne? Häuserschluchten lassen deine Karre richtig schallen, Innenraum hört sich anders an, wenn du halt, ne, Fenster auf oder zu hast. Die Ansichten an sich haben alle verschiedene Sounds, die meisten Autos klingen auch sehr, sehr gut. Es gibt wirklich nur wenige, wo ich mir denke, was ist das für ein Sound? Also die meisten hören sich echt krass an. Wenn du durch die Berge fährst, schallt's einfach. Dieses Auspuffknallen ist bei den meisten Autos auch ziemlich knackig, laut und schallt teilweise, finde ich auch gut. Ja, andere Fahrzeuge hört man auch immer sehr gut. Also ich muss schon sagen, die Sounds in dem Game sind echt auf einem neuen Level. Ich mache hin, The Crew Motorfest hat schon echt krasse Sounds teilweise. Aber ja, ich glaube, da tut sich auch jetzt nicht viel. Aber das soundmäßig haben sie das echt sehr gut hingekriegt. Wir hören einfach mal ein bisschen mit dem Nissan GT-R hier rein. Und es ist wirklich nur ein Auto. Eines von vielen, die richtig gute Sounds haben. Ich will euch auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber der Nissan ist auch schon einer der krassesten. So, dann möchte ich auch nochmal auf die Sounds der anderen Fahrzeuge eingehen. Da in dem Fall jetzt ist es KI, weil ja, Server und so. Aber gut, zur KI kommen wir sowieso gleich nochmal. Aber auf jeden Fall ist es natürlich auch wichtig, wie hört sich die Karre vom Gegner an, ne? Die Sounds allgemein, die Umgebungssounds, das machen viele Spiele schon recht gut auf dem Forza und The Crew, aber meistens hörst du die nicht mehr, wenn die ein bisschen weiter weg sind, was ich schade finde. Und ich finde ja, das ist ja, ne, laute Autos hört man halt auch mal über ein paar Meter weit weg, ne? Also da schallert ja dann durch den ganzen Wald, Stadt oder was auch immer, ne? Man kennt's. Ihr wisst, was ich meine und das schaffen viele Spiele nicht. Ist natürlich auch schwierig und es kommt dann am Ende auch auf die Qualität des Sounds vom Auto selbst an, ne? Aber ich finde, das haben die hier sehr gut gemacht. Da war ich erst am Überlegen, ist das vielleicht auch ein gefakter Sound irgendwie? Aber nee, man hört schon ein bisschen raus, dass es wirklich die einzelnen Autos sind, die den Krach machen, von denen ihr gleich was zu hören bekommt. Und das finde ich sehr geil gemacht. Es gibt dem Ganzen eine Atmosphäre. Daran merkst du auch einfach, du bist entweder halt in der Stadt oder in dem Gebirge. Da schallt's halt wie bekloppt bei solchen Autos. Und ja, hört einfach mal rein. Wir fahren erstmal ein bisschen bei denen und dann fahre ich mal vor und lasst euch mal reinhören. Weil hier im Regen sliden die sowieso alle rum wie bekloppt. Aber dazu kommen wir später nochmal.
Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich geil gemacht. Ich meine, ich werde das Gefühl nicht los, dass auch ein bisschen noch nachgeholfen wird mit irgendwelchen Sounds, so, ne, die vielleicht jetzt nicht ganz real sind, so, aber ist auch egal am Ende, wenn die Atmosphäre stimmt und dir das Spaß macht und so weiter, ist das doch alles top. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden hier und da, ne, der eine Wagen ist vielleicht ein bisschen leiser als der andere, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen nachhelfen beim Abmischen und so weiter, aber man kann auch selber viel einstellen und ich würde sagen, vom Sound her auf jeden Fall sehr gute Arbeit, kann man auch nicht meckern. Was ich nochmal erwähnen wollte, hatte ich vorhin vergessen bei der Map, da hatte ich ja gesagt, es gibt sehr viele Details halt, ne, mit Objekten, die sie platziert haben und so weiter, aber das Spiel an sich hat auch atmosphärisch viele Details, ich meine jetzt hier Spuren im Sand und so weiter haben sie eigentlich auch ganz gut hingekriegt, aber auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Laub, was hier rumfliegt, das bleibt actually auf dem Auto liegen, das ist auch ein nettes kleines Gimmick. Ja, was einem vielleicht nicht im ersten Moment so auffällt. Finde ich auch ganz cool gemacht, also dieses Spiel hat auch sehr viele versteckte, kleine, schöne, ja, Sachen, also da muss man echt genauer mal hingucken. Und ja, das wollte ich nur noch mal einwerfen, habe ich fast vergessen. So, wo wir jetzt gerade nochmal die Map angesprochen haben, gehen wir auch mal auf die Map. Ja, so Gameplay an sich jetzt erstmal, ne? Ich meine, ihr seht ja hier Straßen ohne Ende. Also ich habe wirklich sehr viele Stunden gebraucht, um die alle frei zu fahren. Da war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit hinter und da habe ich auch sehr viel Schönes gesehen. Also wirklich, ihr lernt die Map lieben, wenn ihr diese Straßen erkundet. Ne, ich meine, gut, ein paar Passagen, irgendwann wird es halt auch stumpf, weil, oh, ne, nicht weil die Map irgendwie langweilig ist, sondern einfach weil sie so groß ist, aber gut, man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Wir haben halt hier sehr viele verschiedene Rennen, wir haben Sprintrennen, wir haben Rundkursrennen, wir haben Vorherrschaftsrennen, wo ihr halt immer Punkte bekommt, da erkläre ich euch gleich mal ganz kurz, Streetrennen, also es gibt hier diese Rennen zum Beispiel, die geben euch Clan-Punkte, ne, das bringt euch in der Story halt vorwärts. Ja, Vorherrschaft ist quasi, wenn ihr Erster seid, bekommt ihr 100 Punkte, je weiter ihr hinten seid, desto weniger Punkte bekommt ihr, also, ne, ihr gewinnt das Rennen, indem ihr so gut es geht, führt am besten und Punkte sammelt. Erinnert mich an irgendeinen Modus aus Pro Street, aber ja, ein bisschen verändert. Und ja, vom Erkunden her, wie gesagt, sehr, sehr viele Straßen. Dazu kommen noch diese ganzen Radiant-Punkte und Wracks und in der Hinsicht, da hast du auf jeden Fall sehr viele Spielstunden, auf jeden Fall schon mal was zu tun. Auch die ganzen Rennfahren, auf jeden Fall eine ganze Menge, die du machen musst. Aber das war's dann größtenteils auch schon. Wie gesagt, es gibt auch noch Zeitrennen und Ranglistenrennen, ne, online. Und ja, aber danach wird es ein bisschen karg und da muss ich sagen, ja, da muss auf jeden Fall auch bald nachgeliefert werden. Ich meine, ja, wir kriegen Ibiza, aber ne, mir fehlen vielleicht noch so Sachen wie die alten Liefermissionen, die konnten wir ja machen, Autos ausliefern oder irgendwelche Randoms, die irgendwo am Straßenrand aufgesammelt werden, die du dann nach Hause fährst oder so, ne, kennt man aus den alten TDUs. Das würde ich mir wünschen, dass das dann auch wieder zurückkommt, um einfach noch mehr Content zu bringen, weil sonst wird das Spiel nach, keine Ahnung, 20, 30 Stunden ein bisschen stumpf. Ne? Aber ja, ich denke mal, da kommt in Zukunft noch einiges und bis dahin hat man auf jeden Fall auch viel mit Grind zu tun. Da gibt es nämlich auch ein Problem, das müssen wir noch ein bisschen näher erforschen. Ich weiß nicht, ob das resettet, aber im Moment sah es so aus. Zuletzt, ich müsste mich jetzt nochmal versuchen einzuloggen. Warte, ich versuche mal kurz. Ja, Verbindung zum Proxy, ne? Aber beim zweiten Mal hat es geklappt. So viel zum Thema, wir haben alles gepatcht, ne? Ja, genau, gar nichts habt ihr gepatcht. Auf jeden Fall hat es geklappt. Ja, das Ding war, ein Moderator hat mir gestern erzählt, hier der Big Cake, ich fahre hier die ganze Zeit Rennen und auf einmal kriege ich weniger Geld. Und ich dachte mir so, okay, das gab es auch in Heat, ne? Das ändert sich wahrscheinlich, wenn ein paar andere Rennen gefahren bist und so. Dann habe ich einfach mal ein Rennen auch ein paar Mal gefahren gestern Abend, damit ich dann heute quasi am neuen Tag gucken kann, ob sich das resettet hat und nö, anscheinend nicht. Ich habe jetzt nur noch 750 EP oder so bekommen und 8.000 Dollar oder Hongkong-Währung, was auch immer das da ist. Und ursprünglich hatte man insgesamt irgendwie so um die 30.000 und das hat sich halt jetzt in den ganzen Stunden noch nicht resettet und da bleibt es jetzt erstmal noch abzuwarten. Ich will mich da noch nicht festlegen, aber wenn es Tatsache ist, dass je öfters du ein Event fährst oder die Events allgemein, die es alle gibt, dass du dann immer weniger und weniger kriegst und dass sich nicht wieder auf 15.000 normalisiert, ne? Weil da steht zwar, du kriegst 15.000 bei dem Menü, aber am Ende kriegst du trotzdem weniger, dann haben wir hier ein riesiges Problem und zwar, der Grind ist hart. Einige Autos kosten sehr viel Geld und jetzt stelle ich euch die Frage, wie wollt ihr euch zum Beispiel einen 21 Millionen Ferrari gönnen, wenn euch die Rennen am Ende irgendwann nur noch irgendwie 2000 geben oder so. Und es gibt zwar viele Rennen, aber ja,
ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen damit natürlich diesem Übergegrinde entgegenwirken, wo die Leute halt immer das eine und dasselbe Rennen fahren, um viel Kohle zu machen. Aber ja, gut, irgendwo kann ich das nachvollziehen. Ich habe das auch schon mal irgendwo bemängelt, dass man halt heutzutage gefühlt immer nur das eine und dasselbe Event fährt, ne, weil man da am meisten Geld kriegt. Das ist natürlich ganz gut, dass man das dann so gelöst hat, aber ich würde sagen, es müsste sich dann wenigstens nach ein paar Stunden oder so wieder resetten, ne? Dass die Leute halt 2-3 Mal fahren, dann fängt es an weniger zu werden, dann fahren sie halt andere Events bis ein paar Stunden, bis das resettet wird. Aber wenn das so bleibt, haben wir dann ein Riesenproblem, weil dann habt ihr irgendwann alle Events komplett abgefarmt, dann habt ihr vielleicht 50 Millionen oder so insgesamt gemacht, konntet ihr euch 3-4 teure Autos leisten und dann ja, müsst ihr alle Rennen 1 Milliarde Mal fahren, um da irgendwie wieder an Geld zu kommen oder was. Also ich hoffe, wie gesagt, ich kann es noch nicht ganz fest sagen, vielleicht resettet es auch noch, werde ich euch dann im nächsten Video wahrscheinlich mal ein Info-Update zu geben. Aber ja, das darf auf gar keinen Fall so bleiben. Das Spiel darf nicht zu grindy werden. Es soll nicht leicht sein wie in Horizon oder so. Das ist kompletter Quatsch. Oder so Crew ist auch nicht so schwer, an Geld zu kommen und alles. Aber es soll auch nicht zu schwer sein, dass die Leute jetzt hier irgendwie 50 Spielstunden für ein Auto investieren müssen. Das ist auch Bullshit. Also da sollte man vorsichtig sein mit dem Grind und ich hoffe wirklich, dass sich das jetzt nicht bewahrheitet und wirklich alle Events irgendwann auf so einem Low-Bob-Preisgeld liegen bleiben. Das wäre wirklich nicht schön und würde dem Spiel im Nachhinein auch wieder schaden, weil nicht jeder hat halt hier Zeit, 500 Stunden Spielzeit zu investieren, damit er sich seine 3-4 Traumautos da holen kann. Ich meine, sowas macht man vielleicht bei The Elder Scrolls, da spielt man 1000 Stunden mit Spaß, aber ach okay, das ist ein doofer Vergleich, man schafft auch Rennspiele so viele Stunden zu sammeln, aber nicht nur um ein einziges Auto freizuspielen oder 2, 3, ne, ihr wisst, was ich meine. Also hoffentlich passiert da was und ja, diese Animation, die nach dem Rennen, findet die auch so lost, also ich brauche die nicht. Feiert sich da so cringe irgendwie. Kommen wir nochmal zurück zur Fahrphysik, aber vorher einmal hier dieses Highlight, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich sage ja hart, aber fair. Ich zeige die schönen Seiten, aber auch die beschissenen Seiten und whatever, aber das ist mir auch schon in anderen Spielen passiert. Das ist einfach ein normaler Map-Loading-Error, weil ich mich da gerade hingeportet habe, war wohl ein bisschen zu schnell, keine Ahnung. Und ja, bei diesen Aufnahmen, da merke ich wieder. Wie gesagt, das Spiel braucht auf jeden Fall noch eine Menge Optimierung, weil ich finde es einfach ein Highlight, dass mein Bild teilweise ein bisschen pixelt, ne, obwohl ich so einen Rechner habe, nur weil ich OBS halt auch gleichzeitig noch anhabe. Also mein Bild selbst pixelt nicht, nur die Aufnahme halt, ne, das ist halt, liegt halt an den Ressourcen, ne, die Grafikkarte ist halt extrem ausgelastet durch das Spiel, aber naja, ich wollte nochmal auf die Offroad-Wagen eingehen, weil das ist natürlich nochmal eine eigene Art von Handling. Können wir jetzt nicht mit der Straßenperformance von Jaguar oder so vergleichen. Und ich muss sagen, der Buggy ist auf jeden Fall ein Meter. So viel dazu schon mal. Wenn ihr Probleme habt in Offroad-Rennen, holt euch diesen Buggy. Der ist absolut overpowered. Die anderen KI-Buggys sind auch so schlimm, aber zur KI kommen wir gleich nochmal. Ja, ich sag mal so. Das Erkunden und so weiter mit einer AMG G-Klasse und so weiter, Offroad, alles macht auf jeden Fall super Spaß, ne? Aber ist auch wieder ein gesondertes Thema, so das Erkunden an sich. Da weiß ich auch, wollte ich gar nicht so viel zu sagen in dem Video, weil man kann Blinker setzen, alles drum und dran, das ist halt geil. Mir ging es hier eher darum, was können diese Autos? Und man sieht hier, man klettert damit auf jeden Fall auch ganz gut. Also, ja, das Gelände ist wirklich sehr uneben und so weiter. Das ist hier auf gar keinen Fall wie in The Crew oder in Forza Horizon. Das hier ist extrem realistisch, könnte man fast sagen, in der Richtung, weil, ja, du kannst irgendwelche Supersportwagen nicht ganz so einfach Offroad fahren und schon gar nicht da, wo ich gerade mit dem Buggy unterwegs bin, also, ne, genauso das gleiche ist ja auch bei Laternen und so weiter, wenn du die rammst, bremsen sie dich extrem aus, was ja realistisch ist, ne, in Horizon so, da ballerst du ja das meiste einfach weg, das bremst dich nur minimal aus, ne, und Leitplanken haben da ja sowieso gar keinen Sinn mehr, ich meine, ne, irgendwo fördert halt diese Open World, dass du überall lang pacern kannst, aber ich meine, eine Leitplanke ist halt eine Leitplanke, die ist nicht da, um durch die Gegend zu fliegen. Aber ja, die Buggys finde ich weiter, der hat dasselbe Problem, aber jetzt wie die anderen Autos. Und zwar, wenn du fährst, da dein Rennen und so weiter, lenken die halt manchmal gefühlt nicht ein. Also Wendekreis auch wie ein LKW, wie ein Schiff. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist so ein allgemeines Ding, was glaube ich noch ein bisschen gepatcht werden muss. Ich habe jetzt aber auch noch keine Voll-Profi-Reifen auf den Rennwagen zum Beispiel gehabt. Ob sich da vielleicht noch was ändert, bleibt mal abzuwarten. Was halt ein bisschen eigenartig ist, ist teilweise die Gravitation, ne, die rüberkommt, die Schwerkraft. Wenn du irgendwo was rammst oder so, da fliegt das Teil. Aber dann auch, als wenn es nichts wiegen würde. Also vom Gewicht her fühlen sich manche Autos wirklich beim Unfall an, als würden die gar nichts wiegen.
beim Fahren dann, ja doch, das ist wieder okay. Also ich habe das Gefühl, jetzt so ein bisschen eine eigene Physik, wenn du da irgendwie crashst oder so, aber man kann sich dran gewöhnen. Ich brauchte auch ein bisschen Eingewöhnungszeit mit dem Buggy, aber dann habe ich es auch hingekriegt zu fahren. Man lernt halt ne, Handbremse und so weiter alles so gut und wie es geht einzusetzen, um da halt vorwärts zu kommen. Aber an sich gut. Manchmal wirkt es wirklich immer noch so, als wenn Offroad auf Eis wäre. Dann wiederum hast du auf einmal super Grip. Also wie gesagt, an diesem ganzen, wie viel Grip hat der Wagen in welchen Momenten, wie gut lenkt er ein, wie gut wendet der an sich so, ne? Also da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was justieren, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, aber trotzdem Fahrwerksverhalten und so weiter finde ich ganz gut. Du kannst wirklich sehr schöne Offroad-Touren machen, irgendwelche Berge erklimmen oder so, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt, finde ich. Und ja, auch genau wie bei dem Jaguar vorhin und so weiter, man muss noch ein bisschen polieren, glaube ich, am Handling einige Kleinigkeiten, ne? Aber auch so weit, würde ich sagen, für einen Nicht-AAA-Titel auch trotzdem absolut hinnehmbar. Sehr gut auf jeden Fall, mit sehr viel Potenzial. Also ich persönlich habe da jetzt nichts zu meckern. Ich habe aber jetzt auch wirklich schon 30 Spielstunden hinter mir und habe mich dran gewöhnt. Also es ist machbar und macht auch Spaß teilweise. Also ich bin da durch die Wälder geperzt dann mit 300 km/h fast mit dem Buggy oder 250, ich weiß auch immer. Das macht unwahrscheinlich viel Laune, wenn man es erstmal richtig kann. Das macht echt Bock. Also ihr müsst einfach mal ausprobieren, ein bisschen üben. Und ja, wie gesagt, traurig ist halt nur, dass die anderen Geländewagen halt absolut keine Chance gegen den Buggy haben im Moment, ne? Aber ja, Meta-Problem haben wir in allen Spielen. Hier ist es halt noch größer, weil es halt auch nicht so viele Autos gibt. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Tja, ich zeige jetzt einfach mal nicht alle Autos, weil ich das gar nicht aufgenommen habe und schon wieder nicht auf den Server komme. Aber ich bin hier im Ferrari und blende mal eine Liste ein. Ja, Test Drive hat nicht die Auswahl, wie ich auch früher schon gesagt habe, das wird wahrscheinlich so sein, ja, wie ein Forza Horizon, ne? Also da kommen die auf gar keinen Fall ran. Die haben eine sehr bescheidene Auswahl. Nissan zum Beispiel hat nur 3 Modelle im Autohaus stehen und allgemein, es gibt wirklich nicht so viele Autos. Viele wurden aber auch zurückgehalten, Lamborghini Diablo zum Beispiel und auch andere Autos, die in Trailern und so weiter schon gesehen wurden oder von Bots teilweise gefahren werden halt zurückgehalten für diesen komischen Solar Pass wahrscheinlich, diesen Battle Pass und für zukünftige Updates quasi dieselbe Taktik, wie es Horizon macht. Die haben ja auch sehr viele Autos rausgenommen, nur um die dann wiederzubringen und so zu tun, als wäre das neuer Content für uns. Ja, das Recycling halt. Ja, also es ist wirklich... Da kann man einfach nichts sagen, es ist halt mager, man muss aber auch beachten, die haben wahrscheinlich auch gar nicht die Ressourcen, wie gesagt, vom Geld her und so weiter. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, die haben sich mit dem ganzen Projekt wahrscheinlich sowieso übernommen und überall ist viel Geld geflossen und Lizenzen sind halt nicht günstig. Man muss halt auch bedenken, das ist kein Ubisoft, das ist kein EA, Turn 10, Playground, Microsoft, was auch immer. Das ist halt Narcon und KT Racing vor allem, ne, und die haben nicht die Mittel und schon gar nicht wahrscheinlich auch die Deals mit den Autoherstellern, die andere haben, ne? Weil natürlich gibt es verschiedene Arten von Deals, die Spieleentwickler machen können mit den Herstellern. Und ich denke mal, da die sich hier erstmal noch beweisen müssen jetzt auf dem Markt, haben die vielleicht nicht die besten Deals bekommen oder auch gar nicht so viel Budget gehabt. Ne, weil ihr müsst ja bedenken, viele Autos mussten sie halt auch erstmal dann einscannen und modellieren. Das kostet Zeit und Geld. Ein paar haben sie halt einfach aus TDO 2 rüber kopiert. Und ja, die mussten sie auch ein bisschen aufpolieren. Die können sie von mir aus auch noch ein bisschen mehr aufpolieren. Manche sehen halt echt kacke aus, aber ich denke mal, daran wird es wohl ungefähr liegen. Oder es kann natürlich auch sein, weil es auch sehr viele ältere Autos wie Nissan R34 Skyline nicht gibt oder allgemein JDMs und so weiter. Und da habe ich schon die Vermutung, dass die alle mit dem Gebrauchtwagenhändler zurückkehren werden, weil wir haben ja jetzt im Moment nur ganz viele Luxushändler, wo eher neuere Autos und so weiter stehen, ein paar alte, klar, Klassiker und so weiter, aber diese Mittelschicht ist gar nicht dabei und da glaube ich, wird irgendwann der Gebrauchtwagenhändler wiederkommen, ich hoffe es zumindest, und da kann man dann vielleicht so ein paar geile JDMs kaufen, auch mal ein paar ältere Audis und BMWs, ne, die man so kennt, hatten sie ja damals auch alle, die sind alle, ja, die vermisst man irgendwie, wäre also eine gute Methode, die per Gebrauchthändler zu bringen. Aber aktueller Punkt, nicht viele Autos, aber ehrlich gesagt kein großes Hindernis.
Ne, ich denke mal, da kann man in Zukunft noch mit mehr Autos rechnen, je nachdem wie es läuft und ja, kein großer Pluspunkt, aber ich verurteile sie jetzt auch nicht, wie gesagt, da nehme ich ehrlich gesagt ein bisschen Rücksicht auf deren Finanzen, weil ja, die sich wie gesagt mit dem Projekt glaube ich so oder so schon von vornherein übernommen haben, aber ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, wo ich persönlich komplette Krämpfe kriege. Da sind wir wieder bei dieser ganzen Online-Geschichte und PvP und bla. Eins vorweg, ich bin absolut kein Fan davon, dass man mehr oder weniger dazu gezwungen ist, immer gegen Spieler zu spielen, wenn die Server mal funktionieren würden. Und ansonsten fährst halt gegen KI. Aber ne, bleiben wir bei den Spielern, wie gesagt, ich glaube, da haben nur die wenigsten Bock drauf. PvP in Rennspielen ist halt eine sehr schwitzige Angelegenheit und dann kommt dazu noch eine sehr stressige Angelegenheit, weil entweder, wie gesagt, hast du Schwitzer drin oder halt Leute, die dich nur crashen. Das ist an und für sich schon mal eine Katastrophe. Viele mehr Leute würden es enjoyen, ganz normal Singleplayer spielen zu können, auch wenn die Server nicht funktionieren. Oder halt Koop-Modus, wie es Horizon hat. Und ja, wenn du halt keine Spieler hast, bist du halt trotzdem allein. Das ist schon mal ein Vorteil wenigstens. Aber ja, es gibt halt Rennen, wo die KI massiv übertreibt. Und dann kriegt man direkt Underground 1 Flashbacks und fängt an zu schwitzen. Ich meine, gut, Underground 1 ist mittlerweile cool, Legende, ne? Man kennt da die Rawred-KI, damit lebt man. Man findet es mittlerweile irgendwie lustig, ne? Aber hier in dem Spiel ist das halt genauso schlimm. Die KI ist übertrieben schnell. Nicht in allen Rennen, aber in vielen Rennen. Die haben gefühlt mehr Grip, viel mehr Endgeschwindigkeit, die sind wirklich immer schneller. Egal, selbst wenn du dein Auto maximiert hast, die KI mit demselben Auto kann trotzdem wesentlich schneller fahren als du. Die ignorieren dich einfach, ja, die rammen dich und was weiß ich für Geschichten, die kleben dir ständig hinten dran, du fühlst dich die ganze Zeit so richtig unter Druck und wenn die einmal vorne sind, fliegen die weg, ne, wenn sie dann noch Allrad haben, erst recht Katastrophe und ja, die KI ist wirklich viel zu heftig in meinen Rennen, also die meisten Spieler, die jetzt nicht unbedingt ständig spielen und nicht die krassesten Fahrer sind, irgendwie so casual-mäßig vielleicht unterwegs sind oder sonst was, die werden da richtig Probleme haben bei den Events und wenn gute Spieler drin sind sowieso, da haben sie eh keine Chance, da werden sie auch keine Goldmedaille holen. Also momentan ist wirklich die beste Möglichkeit Gold zu holen. Hier wurde ich ja auch gerade komplett weggerannt, weil hinter mir auch noch einer war, aber gut, war eh ein Fehler, aber trotzdem, ja, sehr frustrierend, vor allem musst du dann komplett aufgeben und das ganze Event neu starten. Und ja, Spieler, die da jetzt nicht extrem reinschwitzen oder sonst was, die werden massive Probleme kriegen mit der KI. Und sobald die Server so laufen, dass immer wieder Spieler gefunden werden, die wahrscheinlich auch sowieso nicht mehr irgendwie ihre Rennen alle auf Gold kriegen, beziehungsweise ne, müssen sie schon Glück haben, weil ja, dieses ganze System ist in meinen Augen kompletter Müll mit den Rennen und so weiter, ruiniert Großteil des Spiels und ja, wie immer kann man nur sagen, bringt einen verdammten Offline-Patch. Test Drive 1 und 2, also Unlimited 1 und 2 haben es ja auch hingekriegt, du konntest alles easy peasy alleine machen, nebenbei warst du online, ohne dass du es gemerkt hast halt mal Spieler gesehen oder auch eben nicht, wenn du offline warst, war doch perfekt. Warum diese Scheiße? Mensch. So, und damit bin ich, glaube ich, auf die wichtigsten Sachen eingegangen. Es war mir halt persönlich wichtig, mehr als nur irgendwie ein Video über die Server zu machen. Die sind ja alle so kacke. Ja, sind sie auch. Da bin ich voll bei euch. Regt mich genauso auf. Kompletter Trash. Always Online wird auch immer Trash sein. Keine Ahnung, wie man so verballert sein konnte, wirklich sich da irgendwie sicher zu fühlen. Ja, wir machen das jetzt, auch wenn wir gar keine Erfahrung haben. Och, die Server funktionieren schon seit 4 Tagen nicht richtig. Egal, die Leute haben bezahlt, ist okay. Ich meine, okay, man muss auch dazu sagen, man musste sich natürlich nicht auf diesen komischen, affigen Deal einlassen, dass ihr mehr zahlt oder so weiter. Ich habe da auch ständig Werbung für gemacht in meinem Stream. Es gab halt Möglichkeiten, die Gold-Version für einen Fuffi zu kriegen. So viel kostet teilweise die Standard Edition. Wir hatten sogar eine Zeit lang sogar dann einen Keyseller, wo man bei Xbox und PlayStation die günstig bekommen hat. Aber das war auch mehr so über den Chat lief das. Die waren sich da untereinander ein bisschen am Austauschen. Ja, auf Xbox, PlayStation, upsala, Zungenbrecher gehabt. Da ist es allgemein ein bisschen teurer, weil die sich halt auch nochmal extra was reintun, hier Microsoft und Sony. Auf Steam kriegst du das halt wirklich sehr günstig für einen 50er hinterhergeschmissen. Da kostet dich ja quasi dieser Early Access nichts mehr, aber du kriegst trotzdem die Fahrzeuge und alles. Ist also, da kann man nicht meckern, ne? Man muss halt auch nur wissen, wie man, ne? Ist niemand gezwungen, weil ich glaube, die haben auch richtig reingecasht, also die haben richtig viele Keys gekauft anscheinend hier, diese ganzen Key-Reseller.
Dadurch ist das ja auch so günstig, Massenrabatt. Aber ja, an sich also ich würde euch jetzt sagen, kauft euch auf jeden Fall nicht die teuerste Version. Wenn, dann wartet lieber noch ein bisschen, bis die günstiger werden, wenn ihr euch noch nicht sicher seid. Und ja, das endgültige Fazit jetzt erstmal, beziehungsweise was heißt endgültig, ne? Ist jetzt, ja, das Fazit zum Release sage ich jetzt einfach mal, weil... Ja, der Hauptrelease am 12. wird wahrscheinlich nochmal eine Katastrophe mit den Servern, aber ich, wie gesagt, wollte jetzt auch mal aufs Spiel eingehen. Also, der Punkt Server ist klar, absolut, würde ich 0 Punkte geben, am liebsten sogar noch Minuspunkte, weil, ja, man hat sie gewarnt, sie haben nicht drauf gehört, sie haben die Creator ignoriert, selbst schuld, weil, wie gesagt, wir haben den Kontakt auch zu den Leuten und wir kriegen relativ schnell mit, ob die was feiern oder nicht hier, also ihr quasi, ihr Zuschauer, und ja, man hört halt nicht, die waren halt wieder die Intelligenten anscheinend hier, die ganze Marketingabteilung oder was auch immer, wer dafür verantwortlich ist. Die dachten sich, oh ja, YOLO, Hauptsache Geld. Ja, seht ihr, was ihr jetzt davon habt, ein Shitstorm eures Lebens. Ja, aber ansonsten, die Punkte, die ich angesprochen habe, overall ist Test Drive ein Spiel mit wahnsinnig viel Potenzial. Die Entwickler, die da diese ganze Arbeit reingesteckt haben und auch zu Recht am Demonstrieren sind gegen Narcon zum Beispiel, wegen den Arbeitsbedingungen und so weiter. Also die Entwickler muss man loben für das, was sie da hingekriegt haben, dafür, dass es ihr erstes Open-World-Spiel ist, in diesem Ausmaß vor allem. Ist die Arbeit wirklich bis jetzt sehr gut. Vielleicht kann man sagen, ist noch ein bisschen zu früh gewesen. Es fehlt halt noch viel Polishing und so weiter. Aber man, ja gut, wahrscheinlich wurde es auch irgendwann knapp in der Kasse und da musste jetzt einfach mal Umsatz generiert werden. Man kann nur hoffen, dass dieser Umsatz auch richtig genutzt wird und nicht, dass es heißt, ja, das Entwicklerstudio schließt jetzt oder es werden Entlassungen gemacht. Ne, ich hoffe, das Geld fließt dann aber auch jetzt wirklich in das Spiel, dass die erstens ihre Server im Griff kriegen, dass sie ihre Performance im Griff kriegen und vielleicht noch die Grafik ein bisschen polieren. Ja, und dass es dann weiterhin Quality of Life Updates gibt und natürlich der Content, den sie uns bis jetzt angekündigt haben, hier Ibiza, Casino und so weiter, der muss kommen. Und natürlich auch hoffen wir, dass viele Fahrzeuge überarbeitet werden, noch ein bisschen von der Physik her, beziehungsweise ne, die Physik allgemein. Ich habe es ja jetzt angesprochen in dem Video, ne, ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde die Physik an sich gut, aber ich meine aber auch optisch zum Beispiel, manche Autos sehen halt ein bisschen verboten aus noch, ne. Aber ja, das gehört ja im Grunde mit in den Punkt Grafik, was ich schon angesprochen hatte. Und ja, man hofft natürlich, dass auch mehr Autos kommen, auch sowas wie Gebrauchtwagen und so weiter. Man könnte jetzt natürlich noch sehr viel philosophieren und bla bla bla, ne, was man sich noch alles wünscht. Aber ja, wir hoffen, es entwickelt sich in eine gute Richtung. Ich meine, gut, die Steam-Rezensionen und so weiter, die sind halt negativ, aber ganz ehrlich, da will ich mich gar nicht zu äußern. Das ist einfach heutzutage leider eine sehr, sehr toxische Bubble, die da immer alles zerhämmert. Also sehr viele. Ich kann den Frust, wie gesagt, nachvollziehen und auch, dass man eine schlechte Bewertung gibt, aber man soll aber auch so fair sein. Das hat man ja auch bei Helldivers zum Beispiel gesehen. Wenn sie sich jetzt bessern, vielleicht sollte man dann auch mal überlegen, wenn es dir vielleicht dann auch gefällt, ja, ändere ich dann auch meine Rezension wieder aufs Positive. Weil, ja, von Anfang an alles kaputt bashen, das kann wirklich jeder. Deswegen habe ich auch nicht sofort nach Day 1 oder Day 2 hier ein Video rausgehauen. Ja, ist doch alles kacke, ist doch alles... Nee, ich habe wirklich gespielt. Ich habe halt das Glück gehabt, spielen zu können. Habe mir meine Meinung gebildet. Das ist sie jetzt. Natürlich müsst ihr damit nicht fein sein, komplett. Ne? Jeder hat so seine eigenen Vorlieben auch oder sieht einige Kleinigkeiten anders. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, was sagt ihr zu der Review? Findet ihr das okay? Findet ihr, ich bin fair genug geblieben oder war ich vielleicht ein bisschen zu sehr auf Test Drive Seite? Aber wie gesagt, was Kacke ist, habe ich als Kacke deklariert und alles Gute habe ich, zumindest was meinen Geschmack und meine Sicht angeht, ja, habe ich auch dann so bewertet. Aber gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Das war ein kleiner Brecher, aber gut. So ein Sonderfall wie Test Drive jetzt nach dem Release braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Ne? Da kann man, wie gesagt, ich mag es überhaupt nicht hinzugehen und zu sagen, alles ist Kacke, gefällt mir nicht, ich konnte nicht spielen, ich bin tilted, ich bin salty, leckt mich doch alle. Ist doch alles Kacke. Wie gesagt, der Frust absolut nachvollziehbar. Ich war selber hier, dass mein Schreibtisch noch heile ist, weiß ich, ist ein Wunder, aber ja. Gut, ich hoffe natürlich, das wird jetzt besser mit den Servern. Eine Entschädigung haben sie uns ja angeboten und ja, hoffen wir mal, dass das nicht weitergeht, so mit dem komischen Getorke da, ne? Also das mit den 250.000 Spielern, wie gesagt, das glaube ich denen nicht, das kann gar nicht sein, sonst hätten die sich ja vorbereitet auf so eine Masse und dann wäre das mit den Servern wahrscheinlich auch nicht passiert bei den paar Spielern, die jetzt da gewesen sind. Ne? Oder Steam, die Steam-Zahlen lügen vielleicht, wer weiß, ne? Vielleicht ist doch Narcon hier der Engel, oh, der Steam hat uns betrogen und belogen, die Zahlen stimmen nicht, oh.
Aber gut, ich bin raus an der Stelle. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Abonnieren nicht vergessen. Und schaut gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Danke auch für den Support, den ihr da gelassen habt. Sehr viele Follows und so weiter. Auch ein großes Dankeschön an den Ray von den Pixelhelden, der mich da in letzter Zeit öfters geradet hat. Einfach ein sehr cooler Dude, schaut auch gerne da vorbei. Wie gesagt, die Pixelhelden hier auf YouTube und auf Twitch, Ray90, glaube ich. Sorry, wenn ich mir jetzt vertue, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Aber ja, ihr werdet ihn schon finden. Sehr korrekter Dude. Kann ich sehr gut leiden. Hat mir auch mit seinen Raids gut geholfen. Viele Leute von ihm bei mir gewesen, auch als ja, er zum Beispiel nicht spielen konnte. Ich habe einfach Glück gehabt, aber ey, scheine ich mich nicht deswegen. Ich kann nichts dafür. So, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.